das Problem ist einfach, dass das so tief drin ist, dass man ja sowieso nichts tun kann und sowieso alles verloren ist, dass diese Möglichkeit, dass man doch was ändern kann, bei vielen gar nicht mehr da ist. Für die meisten Menschen ist es einfacher, daran zu glauben, dass sie nichts tun müssen, weil dann werden ihre Ängste beruhigt. Siehst du das mit all den Fluten? Zum Beispiel in New York, man sieht jetzt überall immer, da ist was überflutet und da ist was überflutet. Und das seien Tunnelsysteme. Sind diese Tunnelsysteme echt? Und wird da im Moment befreit irgendwas oder aufgeräumt? Und deshalb diese vielen Überflutungen, wie siehst du das? Also so Tunnelsysteme, die gibt es ja eigentlich schon, irgendwie überall. Aber das mit diesen Überschwemmungen, also mir kommt da nur das dazu in den Sinn, was auf Telegram manchmal rumgeistert, dass irgendwie mit diesen Überschwemmungen diese Tunnel irgendwie gefüllt werden oder so. Und dass das die Guten machen und weil die Guten irgendwie physisch gewonnen haben und aus meiner Sicht haben die Guten nicht physisch gewonnen. Also es gibt schon gute Menschen und die gibt es ja auch überall verteilt. Aber ich finde das nicht so, dass die Lichtkräfte physisch hier gewonnen haben oder alles irgendwie unter Kontrolle haben. Also so das, was man so auf Telegram meistens liest, wenn man dann auch so Meldungen mit Überschwemmungen hat. Das ist aus meiner Sicht nicht so. Weil wenn das so wäre, würde die Welt schon anders aussehen. Also dann wäre schon viel mehr anders. Und darum glaube ich nicht, dass jede Überschwemmung irgendwie damit zu tun hat, dass ein Tunnel irgendwie ausgeflutet wird. Vielleicht gibt es Einzelne, bei denen das passiert, das kann ich ja nicht ausschließen. Aber ich würde das nicht allgemein so sehen. Man kann sich ja alles schönreden. Und ich glaube, auf Telegram passiert das manchmal, dass halt auch die Leute so den Wunsch haben, dass sie gerettet werden und dass da jemand kommt und dann macht's Puff und dann ist alles gut. Aber wenn wir darauf warten, dass uns jemand rettet, egal wer das ist oder was das ist, dann geben wir ja auch unsere eigene Macht ab. Dann sagen wir ja, wir sind ohnmächtig und wir können nichts. Und darum muss jemand anders kommen und der muss uns dann retten oder die Lösung geben. Und natürlich können wir nicht alles alleine lösen. Also wir brauchen einander und also das ist ja auch gut, dass wir wissen, dass wir manchmal auch Hilfe von anderen brauchen. Aber diese Vorstellung, dass man selber nichts tun kann und alles zu sonst irgendjemandem schiebt, ich finde das auch seltsam, weil ich glaube nicht daran, dass das so funktioniert. Und ich denke, dass viele Menschen halt so denken, weil sie eigentlich auf einer tieferen Ebene fühlen sie sich ohnmächtig und haben das Gefühl, sie können überhaupt nichts tun. Und dann wünschen sie sich halt, dass jemand kommt und sie rettet.
Aber es gibt ja eine Verantwortung, die jeder selber hat. Und die sollten wir auch bei uns behalten. Weil die Verantwortung, die zu uns gehört, die können ja nur wir machen. Die können wir nicht an jemand anderen übertragen. Und ja, dass man das halt wie nicht vergisst. Und theoretisch wäre es ja total einfach, dass gewisse Pläne von der anderen Seite gar nicht aufgehen. Nur schon einfach wenn genug Menschen da einfach nicht mehr mitmachen. Es gab mal ein Beispiel auf Telegram, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber selbst wenn es nicht stimmt, ist das auch egal. Es geht nur um das, was da drin ist. Das in Frankreich, da war ein Einkaufsladen und der hat dann gesagt, dass er nur noch mit Karte bezahlen kann, also dass man da kein Bargeld mehr nutzen kann. Und dann haben eine Gruppe von Leuten, die fanden das doof und haben eine Zeit abgemacht, wo sich alle getroffen haben und sind gemeinsam in diesen Laden und haben alle nur gesagt, sie zahlen mit Bargeld. Und niemand ist darauf eingegangen, dass das nicht geht. Und am Ende hat dieser Laden wieder Bargeld angenommen. Also einfach als Beispiel, dass wir Menschen überhaupt nicht ohnmächtig sind. Das Problem ist einfach, dass das so tief drin ist, dass man ja sowieso nichts tun kann und sowieso alles verloren ist, dass diese Möglichkeit, dass man doch was ändern kann, bei vielen gar nicht mehr da ist. Und dass die Menschen halt ständig gegeneinander sind und nicht zusammen was tun können. Und ich weiß auch nicht, ob sich das schnell ändern wird, aber einfach von der Theorie her könnten wir uns alle ohne Problem selber retten. Theoretisch. Ob das je passieren wird, das weiß ich auch nicht. Aber einfach theoretisch. Also, dass man wie halt das auch nicht vergisst. Und das tut man eben, wenn man nur darauf wartet, dass einem jemand rettet. Ja, denkst du, wenn du hast vorhin Telegram angesprochen und so, denkst du, dass bewusst auch ganz viele solche Meldungen absichtlich ins Feld gesetzt werden, um Menschen so ein bisschen passiv zu behalten? Also es gibt sicher Meldungen, die bewusst darum gemacht werden, aber ich glaube, dass viele Menschen das gar nicht bewusst machen. Also die glauben wirklich daran, dass die Lichtkräfte physisch alles unter Kontrolle haben und die meinen das auch nicht böswillig, sondern die glauben, das ist die Wahrheit und dann verbreiten die das so. Also die wissen es einfach nicht anders. Und ich glaube schon auch, dass es gute Leute gibt, auch innerhalb vom System, die auch ihres probieren und dem auch nicht zustimmen. Aber diese Art von, sie haben gewonnen und alles ist unter Kontrolle, die sehe ich zumindest nicht. Also einfach so, wenn ich die Welt anschaue, dann kommt es mir halt nicht so vor.